Bist du Organspender oder Organspenderin? In Deutschland werden aktuell intensiv die Regeln der Organspende diskutiert. Damit du in Zukunft auch auf Deutsch mitdiskutieren kannst, schauen wir uns jetzt gemeinsam einen aktuellen Beitrag aus den Nachrichten an. Dabei werde ich dir immer den wichtigsten Wortschatz erklären. So lernst du nicht nur neuen Wortschatz, sondern du kannst auch direkt dein Hörverstehen trainieren. Und am Ende interessiert mich natürlich, seid ihr für oder gegen die Widerspruchslösung? Und wie ist die Situation in euren Heimatländern? Aber dazu kommen wir am Ende. Und an alle neuen Gesichter, herzlich willkommen. Mein Name ist Jule, ich bin zertifizierte TELC-Prüferin, Deutschlehrerin und Muttersprachlerin. Und wenn du mit mir Deutsch lernen möchtest, dann schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du alle Informationen zu meinen Deutschkursen. Bald kannst du dich dort auch für meinen Mitgliederbereich anmelden. Als Mitglied bekommst du zu jedem YouTube-Video noch extra Materialien, zum Beispiel Aufgaben, um den neuen Wortschatz zu trainieren. Jetzt lass uns aber starten, los geht's. Der Titel des Beitrags, den wir jetzt anschauen, lautet Abgeordnetengruppe für neue Organspenderegeln. Das Video wurde am 24. Juni 2024 von der Tagesschau veröffentlicht. Wir schauen uns jetzt einen Ausschnitt an. Lass uns das Video starten. Ein neues Herz, eine Lunge oder eine neue Niere. Viele Patienten warten dringend auf Spendeorgane, doch die sind knapp. Abgeordnete aus mehreren Bundestagsfraktionen haben daher heute einen neuen Anlauf für eine Reform unternommen. Spendeorgane sind knapp. Das Herz oder die Niere oder die Lunge sind Organe. Wenn ein Patient hirntot ist, dann ist es unter bestimmten Umständen möglich, dass diese Organe gespendet werden können. Daher werden diese Organe auch Spenderorgane genannt. Ein Spenderorgan ist also ein Organ, welches von einer Person gespendet wird, um dann einer anderen Person transplantiert zu werden. Und Spenderorgane sind in Deutschland aktuell knapp. Das Adjektiv knapp beschreibt hier, dass etwas nicht genügend vorhanden ist. Es gibt also in Deutschland aktuell zu wenig Spenderorgane. Auf dieser Grafik könnt ihr noch mal ganz gut sehen, wie viele Spenderorgane es aktuell in Deutschland gibt und wie viele Menschen es gibt, die auf ein Spenderorgan warten. Im Alltag kannst du das Adjektiv knapp jedoch auch noch in ganz anderen Situationen verwenden. Zum Beispiel, das Mittagessen war heute sehr knapp. Oder auch, das Mittagessen war sehr knapp bemessen. Es gab also vielleicht gerade ausreichend Essen. Oder es gab nicht genügend Essen. Knapp kann auch so viel wie kaum oder nicht ganz bedeuten. Zum Beispiel, von meinem Büro bis in die Hamburger Innenstadt braucht man knapp 30 Minuten. Man braucht also nicht ganz 30 Minuten, sondern ein bisschen weniger. Vielleicht hast du auch schon mal folgenden Kommentar gehört. Dein T-Shirt ist sehr knapp geworden. Weiter geht's mit dem Video. Derzeit dürfen Organe nur mit ausdrücklicher Zustimmung entnommen werden. Das parteiübergreifende Bündnis spricht sich dagegen für die sogenannte Widerspruchsregelung aus. Damit wären alle automatisch Spender, wenn sie nicht widersprechen. Eine ausdrückliche Zustimmung. Vielleicht kennst du bereits das Verb zustimmen. Hier ein kleines aktuelles Beispiel. Findest du auch, dass es diesen Sommer in Deutschland super viel regnet? Ja, ich stimme dir zu 100% zu. Es fühlt sich wirklich nicht nach Sommer an. Die andere Person teilt also meine Meinung. Wir sind beide der Meinung, dass es diesen Sommer extrem viel regnet. Das Adjektiv ausdrücklich bedeutet so viel wie explizit, direkt oder auch unmissverständlich. Zum Beispiel, ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich gegen jede Art der Diskriminierung bin. Ich möchte also eindeutig und sehr direkt kommunizieren, dass ich gegen Diskriminierung bin. Wenn man in Deutschland Organspender werden möchte, ist eine ausdrückliche Zustimmung notwendig. Man muss also deutlich zustimmen, dass man Organspender werden möchte. Zum Beispiel, indem man das schriftlich festhält. Aber zu den genauen Regeln der Organspende in Deutschland kommen wir später noch. Parteiübergreifende Zustimmung. Im Bundestag gibt es verschiedene politische Parteien.
Hier auf dem Bild seht ihr die aktuelle Verteilung im Bundestag. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, kann sich diese natürlich durch die neuen Wahlen bereits geändert haben. Ein parteiübergreifendes Bündnis bedeutet, dass sich verschiedene Abgeordnete aus unterschiedlichen Parteien zusammengeschlossen haben. Häufig ist es eher üblich, dass vielleicht die ganze Partei für einen bestimmten Reformvorschlag ist. Oder zum Beispiel, dass sich mehrere Parteien für ein neues Gesetz einsetzen. Der Ausdruck die Widerspruchslösung wird später noch detailliert erklärt. Deshalb lasst uns jetzt erstmal das Video weiter anschauen. Dass Franziska Bleis noch lebt, hat sie einem fremden Herzen zu verdanken. Das schlägt heute in ihrer Brust. Gut 2 Jahre ist die Transplantation jetzt her. Sie hat sich damals mit einer Kamera begleiten lassen. Ich denke jetzt auch gerade viel an diesen Spender, der ja jetzt nicht mehr lebt. Franziska Bleis aber schenkt der Spender ein neues Leben. Eine Herzmuskelentzündung nach einem zunächst kleinen Infekt hatte ihr Herz lebensbedrohlich geschädigt. Knapp 2 Jahre stand sie auf der Warteliste. Am Ende mit hoher Dringlichkeit. Die Zeit des Wartens war natürlich gespickt mit vielen Tränen und mit viel Angst. Ich habe eine kleine Familie, meine Tochter war 8 Jahre alt, als ich krank geworden bin, und die hatte Angst, alleine nach der Schule nach Hause zu kommen. Sie hatte Angst, ihre Mutter tot in der Wohnung aufzufinden. Schlagen. Das Herz schlägt in der Brust. Vielleicht kennst du bereits das Verb schlagen aus deinem Alltag. Zum Beispiel, wenn 2 Kinder sich streiten, dann passiert es manchmal, dass sie sich gegenseitig schlagen. Oder auch, ich schlage das Kissen. Ich schlage einen Nagel in die Wand. Ich schlage die Hände vors Gesicht. Du siehst, das Verb schlagen können wir in ganz unterschiedlichen Situationen verwenden. Zum Beispiel auch, das Herz schlägt in unserer Brust. Das Herz arbeitet also und pumpt in sehr regelmäßigen Stößen Blut durch unseren Körper. Wenn du in einer Situation sehr nervös oder vielleicht sehr aufgeregt bist, dann kannst du umgangssprachlich auch sagen, mir schlägt das Herz bis zum Hals. Das Adjektiv gut kennst du mit Sicherheit bereits aus deinem A1-Kurs. Zum Beispiel, Laura ist eine gute Schülerin. In dem Video wird gut jedoch etwas anders verwendet. Wir hören, die Transplantation ist gut 2 Jahre her. Die Transplantation ist also circa 2 Jahre. Oder vielleicht ein bisschen länger als 2 Jahre her. Ein bisschen später in dem Video hören wir den folgenden Satz. Eine Herzmuskelentzündung nach einem kleinen Infekt hatte ihr Herz lebensbedrohlich beschädigt. Die Frau hatte also erst einen Infekt, vielleicht einen grippalen Infekt. Im Alltag sagen wir hierzu auch einfach Grippe. Wir wissen nicht genau, welche Art von Infekt sie hatte, aber dieser Infekt hat dazu geführt, dass sie eine Herzmuskelentzündung bekommen hat. Das bedeutet, dass das Gewebe des Herzmuskels entzündet ist. Der Fachausdruck hierfür ist Myokarditis. Durch die Herzmuskelentzündung wurde ihr Herz also sehr beschädigt. So sehr, dass es ihr Leben bedrohte. Es bestand also ein sehr ernsthaftes Risiko für ihr Leben. Daher auch der Ausdruck, ihr Herz wurde lebensbedrohlich geschädigt. Das Adjektiv lebensbedrohlich besteht also aus 2 Teilen. Einmal das Leben und bedrohen oder bedrohlich. Bei dem Autounfall erlitt der Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Die Frau, die bei ihrer Transplantation begleitet wurde, erzählt uns Folgendes. Die Zeit des Wartens war mit Tränen gespickt. Spicken, ein sehr interessantes Wort, welches ich persönlich noch nie in einem Lehrwerk für Deutschkurse gesehen habe. Aber es wird im Alltag durchaus verwendet. Zum Beispiel, die Schüler versuchen während der Prüfung zu spicken. Die Schüler versuchen also vielleicht, von ihren Sitznachbarn abzuschreiben. Manchmal bringen Schüler auch in die Prüfung ein kleines Blatt Papier mit, wo sie die wichtigsten Informationen für die Prüfung notiert haben. Diesen Zettel nennen wir auch einen Spickzettel. Aber was genau bedeutet jetzt Spicken in dem Satz,
Die Zeit des Wartens war mit vielen Tränen gespickt. Das bedeutet so viel, dass die Zeit des Wartens für Franziska von vielen Tränen begleitet wurde. Vielleicht hat sie selbst viel geweint oder vielleicht auch ihre Familie und Freunde, weil es für sie eine sehr schwierige Zeit war. Nachher Schule. Hier haben wir ein typisches Beispiel für die Umgangssprache. In der Umgangssprache werden häufig bestimmte Wörter gekürzt. Sie sagt also nicht nach der Schule, sondern nachher Schule. Weiter geht's mit dem Video. Die Zahl der Organspender verharrt in Deutschland auf einem niedrigen Niveau, eine Trendwende nicht in Sicht. Damit es mehr potenzielle Spender gibt, hatten Abgeordnete deshalb bereits 2020 versucht, die sogenannte Widerspruchslösung einzuführen. Im Bundestag gab es dafür allerdings keine Mehrheit. Nun wollen mehrere Abgeordnete fraktionsübergreifend einen neuen Anlauf für eine Gesetzesänderung unternehmen. Das Verb verharren beschreibt hier also, dass sich die Zahlen der Organspender über einen bestimmten Zeitraum nicht oder nur kaum ändern. Hier noch ein anderes Beispiel. Als das Reh mich sah, verharrte es für einen Moment und lief dann davon. Das Tier bewegte sich also für einen Moment nicht und blieb stillstehen. Verharren kann also bedeuten, dass etwas so bleibt, wie es ist, zum Beispiel die Zahlen der Organspender, oder dass sich etwas oder jemand für einen Moment oder einen gewissen Zeitraum nicht bewegt. Eine Trendwende nicht in Sicht. Dieser Ausdruck beschreibt, dass nicht davon ausgegangen wird, dass sich die Anzahl der Organspender in der näheren Zukunft ändern wird. Potenziell bedeutet hier so viel wie möglich oder in Frage kommend. Die Anzahl möglicher Organspender soll also erhöht werden. Ob eine Person dann irgendwann wirklich Organspender wird oder nicht, hängt von unterschiedlichen medizinischen Faktoren ab. Eine Mehrheit im Bundestag. Eine Mehrheit beschreibt zum Beispiel einen größeren Anteil von Personen von einer Gruppe. Das Gegenteil ist die Minderheit. Die Politiker brauchen zum Beispiel eine Mehrheit, um das Gesetz ändern zu können. Kommen wir noch zu einem anderen Beispiel. Die Mehrheit von euch, die sich meine Videos anschaut, folgt aktuell meinem Kanal nicht. Du kannst das jetzt ändern, indem du ganz kurz unter diesem Video meinen Kanal abonnierst. Und wenn dir dieses Video bis jetzt gefällt, dann hinterlass auch sehr gerne ein Like. Jetzt geht's weiter. Zu Lebzeiten. Zu Lebzeiten beschreibt die Zeit, wenn eine Person noch lebt, wenn sie also noch nicht gestorben ist. Das Wort die Lebzeiten existiert nur im Plural. Es gibt also keinen Singular. Heutzutage wird die Kunst von Van Gogh für sehr viel Geld verkauft. Zu Lebzeiten hat der berühmte Künstler Van Gogh jedoch nicht so viel Geld mit seiner Kunst verdient. Also in der Zeit, als Van Gogh noch lebte, hat er nicht so viel Geld mit seiner Kunst verdient. Fürchten. Das Verb fürchten beschreibt, dass wir vor etwas oder vor jemandem Angst haben. Zum Beispiel: Viele Kinder fürchten sich vor Monstern. Oder auch: Heutzutage fürchten sich viele Erwachsene vor den Folgen des Klimawandels. Lass uns eine kleine Diskussion starten. Mich interessiert, seid ihr für oder gegen die Widerspruchslösung? Nach der Widerspruchslösung müssen Personen, wenn sie noch leben, eindeutig sagen, dass sie kein Organspender werden möchten. Wenn sie dies nicht tun, werden sie automatisch Organspender. Hier seht ihr nochmal die offizielle Definition der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aktuell gilt in Deutschland jedoch die sogenannte Entscheidungslösung. Danach wird eine Person Organspender, wenn sie zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Hier auch nochmal die offizielle Definition. Und bevor ihr kommentiert, ob ihr für oder gegen die Widerspruchslösung seid, wollte ich euch einmal kurz folgende Karte zeigen. Auf der Karte seht ihr, in welchem Land in Europa welche Regelung herrscht. Jetzt seid ihr dran. Seid ihr für oder gegen die Widerspruchslösung? Ich freue mich total über eure Kommentare. So könnt ihr einerseits den neuen Wortschatz trainieren und andererseits kommen wir ein bisschen in den Austausch. Naja, dann ist es nicht mehr so, dass ich einfach nur hier ein Gespräch mit meiner Kamera führe, sondern wir können uns zusammen ein bisschen austauschen. Bitte bleibt in der Diskussion sachlich und fair.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche Sonntag, wie immer um 10 Uhr morgens auf YouTube, zwischendurch in einem meiner Deutschkurse oder auf meiner Instagram-Seite. Bis dann, tschüss!